Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die kommende Woche. Ich hatte euch ja letzte Woche angekündigt, dass ich das diese Woche ein bisschen anders mache. Ich habe es ein bisschen umgeplant. Das heißt, ihr kriegt hier wie gewohnt das große Blatt für die kollektive Energie, für die kommende Woche, für die verschiedenen Lebensbereiche und den kleinen Wochenimpuls für das Sternzeichen kriegt ihr am Sonntag auf meinem kleinen Kanal. Ich teile es dann aber hier auch in der Community-Seite. Ich bin gerade so ein bisschen am Rumprobieren, wo könnte ich frischen Wind vertragen und wo möchte ich was Neues beginnen oder etwas anders machen. Und ja, das ist das, was mich beschäftigt. Ihr könnt gerne noch dranbleiben. Am Ende der Legung gibt es ein kleines Auswahlorakel. Und für die nächste Woche habe ich hier schon mal die Botschaft, dass sich sehr zügig etwas zeigt, was sich nicht stimmig anfühlt. Das kann eine Sache sein, die stößt einem so ein bisschen auf. Da wird irgendwo innerlich ein Kampf geführt. Das Fundament dafür ist eigentlich, dass etwas nicht in Frieden ist in einem und das kocht an die Oberfläche. Das kann etwas sein, was sich schon lange in euch meldet, ihr es aber weggedrückt habt, aber jetzt wird es so ein bisschen unbequem. Unser Rahmen ist eigentlich so, dass wir mit dem Haus im Haus des Hauses, hört sich blöd an, gell? Das gute Fundament haben, die guten Grenzen, die Möglichkeiten, sich aus dem Umfeld auf die längere Zeit neue Türen zu öffnen, irgendwelche Sachen, die sich mit Sicherheit und Wachstum auch gestalten. Ich habe, dass das Umfeld sehr wichtig für uns sein kann, die nächste Woche. Also das, was uns trägt, das, was uns hält im Leben. Und ich habe hier eine Überraschung, die auf uns wartet. Hier kocht etwas ganz schnell hoch, was ein unheimliches Potenzial freisetzt, unter einem sehr guten Stern auch steht. Es hat damit zu tun, dass wir zum Beispiel auf der seelischen Ebene spüren, dass da etwas sitzt, das piekt so rum und man ignoriert es und es kriegt ja plötzlich die Wende von einer guten Energie, so ein Befreiungsschlag, etwas kommt sehr gut, sehr plötzlich, sehr schnell ins Fließen. Ich habe hier das Klären von finanziellen Dingen oder aber auch finanzielle Erfolge, die sich plötzlich hier einstellen auf irgendeine Art und Weise. Das ist so ein bisschen eine Doppeldeutung. Wir haben einstens die Finanzen im Haus der Sense drin. Die Sense haut hier oben auch noch rein. Andererseits haben wir die Sterne daneben und die Sonne daneben, ne? Das kann jetzt sein, dass es auch plötzliche Wenden gibt, dass man Verluste aus der Vergangenheit irgendwie Löcher stopfen kann oder sowas. Aber es ist eine schöne Energie. Guckt euch das mal an. Wir selber gucken auch auf diese Energie. Wenn wir jetzt die Fische mal auf unser Seelengerüst nehmen, dann kriegt hier etwas eine Wandlung. Irgendwas erfreut uns, irgendwas überrascht uns. Eine Situation, die eine Wende kriegt, die volle Sonnenenergie kriegt, Lebensenergie, ein Hoch auf der Seelenebene. Etwas, was uns einfach aus der Langeweile des Alltags auch so ein bisschen rausholt und ja, überschüttet mit Glücksgefühlen, würde ich es mal nennen. Ich habe uns selber im Haus der Vögel drin. Es kann sein, dass wir vielleicht etwas unruhig sind oder dass wir angespannt sind. So eine hibbelige Energie, aber ich sehe die eher
positiv. Ne? Man kann mit etwas Frieden schließen, man kämpft nicht an einer Stelle irgendwo rum, man hadert auch mit nichts. Es ist so eine Wohlfühlenergie verfügbar, die sich auf der körperlichen, auf der seelischen Ebene sehr schnell in Bewegung setzt. Ich habe unser Gegenüber hier im Hause des Fuchses liegen. Auch da werden sich verschiedene Dinge angeguckt. Man versucht hier vielleicht etwas Neues zu kreieren. Man hat den Bedarf, etwas in eine gute andere Richtung zu drehen. Man sucht nach Infos. Man sucht nach Infos. Was auch sein kann, was ich hier sehe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, hier drängt sich jemand zwischen euch, als Paar zum Beispiel. Ne? Mann und Frau gucken hier in unterschiedliche Richtungen. Wir haben den Hund dazwischen liegen. Ne? Es kann sein, dass es Kinder sind, die irgendein Thema spalten. Es können Freunde sein, die irgendein Thema spalten. Ich habe das Dazwischendrängen als Faktor hier. Vielleicht auch so, dass jeder seine eigenen Ziele verfolgen kann. Jeder sich selber treu bleiben kann. Aber auch Freundschaften, die hier vielleicht wieder neu auf den Weg kommen. Irgendetwas, was eingeschlafen ist. Vielleicht fordern auch Freunde oder Kinder sehr viel Aufmerksamkeit. Und man muss gucken, dass man so im Gleichgewicht bleibt. Also, ich weiß gar nicht, was ich zu dieser Energie hier sagen soll. So gut kann es eigentlich gar nicht sein, wie es hier ist. Hier sind verschiedene Szenarien möglich. Ihr wisst, die Geldkarte teilt sich immer in zwei. Einmal ist es die Emotion, die Gefühle, das Gefühlsleben, die Psyche. Das andere ist hier das Geld, die Finanzen, die Materie. Und ich habe hier irgendwie eine gute Nachricht, die hier im finanziellen Bereich kommt, möglicherweise von einem Amt oder einer Behörde, eine Einsparung, ein Guthaben, vielleicht auch auf zwei Wegen oder zwei Dinge, die es dann ins Wachstum bringt, zwei Möglichkeiten, zwei Chancen, zwei Optionen, vielleicht auch über den Bereich der Leute, die selbstständig arbeiten, hier gute Möglichkeiten, finanziell etwas zu generieren oder auch einen Verlust aus der Vergangenheit zu füllen. Es ist hier sehr viel los im Bereich der Finanzen. Man kommuniziert, man tauscht sich aus. Es kann ja auch um Gelder der Familie gehen. Es kann von Kindern oder um Kinder gehen. Es kann euch auch eure Kinder betreffen oder aber auch durch Veränderungen im vertraglichen Bereich. Das Ganze hat hier sehr den Charakter von, ich kann befreiter oder unabhängiger sein. Vielleicht ist es auch nur eine Last, die hier abfällt. Etwas, was man zahlen hätte müssen und dann doch nicht. Zum Beispiel. Hier hat man eine ziemlich klare Sicht auf die Dinge, eine klare Sicht aufs Leben, eine klare Sicht auch auf Blockaden, die man selber hat. Wir liegen selbst im Herzen des Kartenblattes drin. Wir sind auf dem Weg. Wir haben Entscheidungen zu treffen, die können viele Lebensbereiche betreffen. Eine schicksalshafte Phase endet, die man mit irgendeinem Thema hat. Das kann jetzt hier im Hause des Gegenübers sein. Das kann der Teil sein in uns, der viel investiert, der schöpft, der erschafft. Es können aber auch hier Umbrüche im Familiensystem sein, die das Ganze dann zu einer relativ freien Energie machen, die eine Verstrickung beenden.
die ein ganz neues Fundament für Veränderung erschafft, überall da, wo man nicht damit gerechnet hat. Ich habe hier tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, auf welchem Bereich man das sehen könnte, denn am Ende spiegelt und korrespondiert es einzig mit der Veränderung. Aber ich habe hier Veränderungen, etwas, mit dem man nicht gerechnet hat, auf dem Thema Arbeit, Erarbeiten, etwas, was bisher sehr viel Arbeit gemacht hat, was sehr viel Kraft gefordert hat, kommt hier jetzt durch irgendein schicksalshaftes Ereignis zum Stillstand und bringt überraschendes Potenzial mit. Die Veränderungen liegen hier im Hause der Sonne und hier auch noch verbindlich, ne? Also das heißt, man kommt hier auch verbindlich weiter. Eine Verstrickung, die lange nicht erkannt wurde, wird sichtbar. Es eröffnet sich etwas, was dann genutzt wird, um weiterzukommen, um Geschichte zu schreiben, um eine Veränderung herzuführen, die ein gutes Energiepotenzial an sich auch hat. Die Veränderungen liegen hier im Hause der Sonne. Wir schauen in die Sonne rein. Eine Befreiung, irgendetwas, was sich erleichtert. Hier geht es um sehr viele Themen. Das ist ein Blatt, das kann ich gar nicht schnell oder zügig deuten, weil es wieder mal ja, sehr vielschichtig ist. Wir haben ja hier die Finanzen angezeigt, das ganze Szenario, und hier im Haus der Finanzen haben wir das Öffentliche drin, das sich zeigen, die Öffentlichkeit, auch Umstände, die man nicht kontrolliert. Also das Außen wirkt irgendwie auf die Finanzen mit ein, vielleicht andere Personen, andere Wege, Möglichkeiten, die sich hier schicksalshaft zeigen, mit denen man sich auch finanziell neue Möglichkeiten erschaffen kann. Es kommt vielleicht auch drauf an, wie verkauft man sich, ne? Verkauf dich nicht unter dem Wert, zeige das Potenzial, das du hast, lass dich nicht hindern. Entscheidungen, Nachrichten, die Sicherheit mitbringen auf irgendeine Art und Weise. Schicksalshafte Wege entstehen hier sogar. Es kann sein, dass sich das Ganze über einen Konflikt zeigt, den man mit anderen Personen hat. Hier zum Beispiel mit der eigenen Familie, mit den Müttern, mit den Geschwistern. Das kann jetzt hier auch, wenn ihr das anguckt, sogar beide Paare, Partner betreffen. Die Schlange liegt hier im Bereich von männlich und weiblich, jedoch in unserem Haus. Die Liebe liegt hier angezeigt als, es wird ein neuer Weg gesucht, raus aus einer unguten Situation. Hier kann auch sein, dass sich so eine Konkurrenz meldet, ja? Ein Partner aus der Vergangenheit eures Partners, das hier mit Konflikten auftaucht. Zugleich könnt ihr hier einen sehr großen Schatten bearbeiten, der mit dem Thema Liebe, Verbundenheit und Vertrauen zu tun hat. Kann ja auch eine Person sein, die kennt man über die Arbeit oder über das Thema Arbeit von dir, Arbeit von der Person. Und es kann sein, dass man hier für sich einsteht oder ja, dass man für sich hinsteht und kämpft, dass man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. So irgendwie was, ne?
sowohl in der Liebe als auch im Beruf, als auch in den Finanzen. Die Wege, die hier entstehen, die Entscheidungen, die hier getroffen werden, die kommen von außen. Das ist nichts, was, das hatte ich hier ja gesagt, das kann viele Bereiche des Lebens betreffen. Das ist nichts, was man so geplant hat, sondern es wendet sich ein Blatt und dann kommt die Option auf den Plan. Und für einige ist es hier auch vorgesehen, dass sie im beruflichen Umfeld eine Veränderung vornehmen, eine ungute Situation lösen. Das kann hier sein, man hat so mit Kollegen ein bisschen Trouble oder auch mit Konkurrenz oder dass jemand einem irgendwie so ein bisschen ja, Spannung mitgeben will, wo man sonst keine hätte. Auch da wieder denkt dran, wir gucken in die Sonne rein. Ihr lasst euch nicht abbringen von diesem Blick, sondern schaut euch das an und reagiert nicht so drauf, dass ihr, wie nenne ich das, irgendwie sehr verhaftet seid. Manchmal spielt einem das Leben eben auch Menschen zu denen sagt Robert Betz zum Beispiel Arschengel. Und die haben auch irgendwie so einen Charakter, der Sachen aufzeigt, die man so gar nicht brauchen kann. So jemand könnte das hier sein. Aber am Ende liegt hier eine große Aufgabe und Bereicherung auch. Wir haben die Schnecke. Schalte mal einen Gang zurück. Man darf entschleunigen, man darf langsam machen, gemächlich in die gute Energie gehen. Also keine, hier kommt zwar plötzlich etwas, was piekst oder was unangenehm werden kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir deshalb gleich lossprinten müssen, sondern hier geht es darum, Prozesse zu haben, die entschleunigen. Hier kann man sich gut auch mal in das Schneckenhaus verziehen. Man trägt praktisch sein Zuhause mit auf dem Rücken. Ja, die Schnecke verbindet dich auch mit den weiblichen Kräften. Wir haben in unserem Haus die Schlange drin. Das Thema Weiblichkeit, Frau sein könnte eins werden. Man kann Dinge verarbeiten und gehen lassen und sich anschließend neu ausrichten. Es geht auch um bewusstes Voranschreiten, nicht um dieses Zerstreute. Es geht nicht um Flüchtigkeit oder schnelle Dinge oder auch sinnloses Geplapper, sondern es geht wirklich darum, sich fokussiert und gezielt auszurichten. Sich mal auch nur auf den Atem zu konzentrieren, den eigenen Rhythmus zu finden, in die Ruhe zu kommen, in sich selber, aus sich selber, in sich selber ruhend das Steuer des Lebens zu übernehmen, das man für sich braucht und auch das Tempo zu finden, was für einen gut ist. Nicht immer ist das, was das Leben uns vorgibt, in so einem Rhythmus, dass wir es auch gut leben können. So, was spricht hier noch mit uns in dieser Woche? Guckt mal, die heilige Quelle gibt uns die Segnungen mit. Und das finde ich jetzt besonders gut, denn es baut eigentlich darauf auf, was ich hier gesehen habe. Nämlich, dass man irgendwo eine sehr genesende, heilsame Energie verspürt, die vitalisiert, die harmonisiert und die regeneriert einen auch regelrecht. Und ja, es kann hier sehr viel einhergehen mit etwas sehr Schwierigem, was dich lange auch emotional blockiert hat oder wo du lange mit dir selber ausgemacht hast. Und du hast jetzt hier tatsächlich die Möglichkeit, dass du dich auch getragen und geschützt fühlst von oben, dass du jederzeit auch den Schutzengel rufen darfst, wenn du ihn brauchst. Überall sind Zeichen und Botschaften, die von uns entdeckt werden wollen. Also auch achtsam sein, Ausschau halten, bitten.
wenn man etwas benötigt, Hilfe, Unterstützung, was auch immer, ja. Wir haben ja hier auch die Kommunikation mit Freunden, die hier einen Einfluss haben auf die Seelenebene, auf irgendetwas, was einem tatsächlich gut tut, was einem jemand geben kann, das erfreut, das einem so ein bisschen aus dem Mangel rausbringt und auch in eine Energie rein, wo man sich gut geöffnet und verbunden fühlt. Wow, ihr Lieben. Ein schönes Wochenorakel, allerdings auch wieder mit Herausforderungen, wie immer. Ich habe das schon länger in den Blättern hier unten, diese Kombination Schlange. Und ich bin gespannt, wenn es dann greifbar wird, was es ist genau. Denn ich habe verschiedene Szenarien im Kopf, die ich natürlich für ein Kollektiv nicht weitergeben kann. Das ist zu speziell. Das hat was mit meinem Leben zu tun, aber wenn ich es weiß, lasse ich es euch wissen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Schaut beim Sternzeichen Orakel gern vorbei. Am Sonntag ab 15 Uhr stelle ich das ein. Ich drücke euch. Bis bald. Okay, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Wir nehmen 2 kleine Stapel zum Auswählen für den Wochenimpuls. Sind schon direkt 2 rausgefallen, das ist super. Und dabei belassen wir es mal. Ihr dürft euch entscheiden. Ich nehme diese Seite. Ich weiß nicht warum, das war heute ziemlich schnell bei mir. Ja, Konditionierungen, die fallen gelassen werden. Erinnerungen, die nicht länger gültig sind, das ist das vom großen Blatt gleich am Anfang, ne? Man definiert sich nicht mehr über irgendetwas. Hier heißt es sogar, vergiss mal, wer du warst. Und ja, verliere nicht deinen Glauben. Hier hat man vielleicht auch seltsame Begegnungen. Zeichen, die man nicht übersehen sollte. Man trägt hier eine Krone, ne? Hier, vergiss mal, wer du warst, nimm deinen Platz ein, begegne dir selber als das, was du auch sein möchtest. Und hier haben wir den Hirschkönig. Eine Segnung erfahren oder sich gesegnet fühlen, eine magische Begegnung, ups, jetzt hat es noch gehupt draußen, Liebe auf den ersten Blick, Fruchtbarkeit, Erfolg, Reichtum, das göttliche Füllhorn. Also hier kann ein Wandel stattfinden, vom Aschenputtel zur Königin. Die Segnungen, die hatten wir gerade vorher auch, ne? Als Karte mit dabei. Also hier macht sich Großes auf den Weg, das sehr bereichernd ist, emotional oder auch materiell. Dann haben wir für die andere Seite, entdecke den Segen in deiner Situation. Vertraue darauf, dass alles, was dir passiert, auch zum Lernen dient. Ja, und wir haben hier, ich glaube, dass man auf etwas wartet, was nie eintrifft. Ja? Versprechungen, die gebrochen worden sind, leere Worte, auch so ein bisschen das Hängen oder Warten auf Dinge, die verhindern, dass man nicht im Hier und Jetzt ist. Und genau da liegt die Lernaufgabe. Was haben wir hier für euch noch? Die Prinzessin auf der Erbse. Hier kann sein, dass man vielleicht ein bisschen Etepetete unterwegs ist, dass man auf seine Empfindsamkeiten aufmerksam gemacht wird, dass man sich irgendwo vielleicht auch mal in Szene setzt und lebt und sagt, so, hier reicht es mal, ich bin genug davon, mit leeren Versprechungen überschüttet zu werden. Ich mache jetzt was, ich zeige mich, ne? Ich habe vielleicht Befindlichkeiten, irgendetwas fällt mir auf
Und ich möchte mich jetzt nicht mehr zieren oder so pingelig sein, sondern ich möchte jetzt einfach über den Tellerrand hinaus gucken. Und ja, da darf man auch mal das wählen, was einem gut tut, ne? Was dem eigenen Bequemsein auch hilft. Ob das anderen gefällt oder nicht, das steht wieder auf einem anderen Blatt, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald.